Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 27. Cheek Kiss. Seine Sicht. Trafalgar liegt in seinem Bett. Es ist bereits Morgen, doch konnte er einfach kein Auge zumachen. Er ist immer noch wütend, dass er auf seinen eigenen Trick reingefallen ist, und noch wütender ist er, dass er wirklich wollte, dass sie ihn küsst. Was ist denn nur mit mir los? Fragt er sich gereizt und fasst sich dann bedrückt an die Brust. Sein Herz rast noch immer und es will einfach nicht aufhören. Schnell richtet er sich auf und beginnt sich anzuziehen. Ich bin nur darauf reingefallen, weil ich wegen dem Alkohol unvorsichtig wurde, redet er sich ein. Ich muss den Kopf klar kriegen. Er schnappt sich seine Mütze und begibt sich auf den Flur, um zum Trainingsraum zu gehen. Doch auf halber Strecke hält er inne und macht kehrt. Laut klopft er an der Tür und tritt kurze Zeit später ein. Erzähl schon, was du weißt, keift er genervt und lehnt sich stöhnend im Bett zurück. Sie spielt sehr gut Klavier, auch wenn sie es lange nicht mehr üben konnte. Beginnt Beppo gedankenverloren. Fragend sieht ihn der Kapitän an. »Ach, vor ein paar Tagen hat sie uns etwas vorgespielt. Wir haben das Musikzimmer geputzt und das alte Ding gefunden«, beantwortet Beppo die ungestellte Frage. »Sie hat uns auch ein bisschen die Geschichte weitererzählt«, fährt Beppo seine Aufzählung fort. »Und halt«, unterbricht den Lord grob und richtet sich auf. »Sie hat euch erzählt, wie es mit ihr und Cho weiterging?«, fragt er ihn gereizt und missmutig zugleich. Beppo entschuldigt sich und nickt dann eingeschüchtert. Sofort steht der Arzt auf und verlässt die Kajüte seines besten Freundes. Ohne zu klopfen stößt er die Küchentür auf. »Komm raus«, meint er streng, als sich die Kleine unter dem Tisch versteckt. Sorry. Sie klettert mit einem entschuldigenden Blick hervor und wird gleich darauf am Handgelenk gepackt und raus auf den Flur geschliffen. Wow, ich muss noch kochen. Was soll das? Hey, ich kann alleine laufen, faucht sie gereizt und lässt sich trotzig auf den Boden fallen, als von Lorca eine Reaktion kommt. Eine Wutader erscheint auf dem Gesicht ihres Kapitäns. Kurzerhand wirft er sie über die Schulter und schmeißt sie einige Momente später auf ihr eigenes Bett. Schnell setzt sie sich auf, richtet ihre Klamotten und starrt wütend und doch verunsichert zu dem Tätowierten auf. Hey, was soll das? Blafft sie ihn an, während Lore ruhig die Tür schließt. Schweigend setzt er sich rittlings auf einen Stuhl vor ihr und stützt seine Arme auf der Lehne ab. Sein intensiver Blick lässt sie mit jeder Sekunde nervöser werden und eine leichte Röte legt sich unweigerlich auf ihre Wangen. Gerade als sie weiter fluchen möchte, was er denn bitte von ihr wolle, ergreift Lore das Wort. »Vertraust du mir?« Verwirrt über die Frage nickt sie nur still. »Ich sehe nicht, dass du mir vertraust. Kannst du mir irgendwie deine Loyalität und dein Vertrauen beweisen?« Erst betrübt, dann nachdenklich sieht sie ihn an. »Wie?« »Erzähl mir deine Geschichte weiter«, fordert er ruhig und rechnet mit einem Nein, doch zu seiner Verwunderung sieht sie ihn kühl an und nickt. Er steht von seinem Stuhl auf, legt sich dann ruhig in ihr Bett und schließt die Augen. Kurze Zeit später spürt er, dass sie sich ebenfalls hingelegt hat. Erneut schlägt sein Herz schneller, doch konzentriert er sich auf ihre Worte. 2 Tage kam niemand runter, weder um uns Essen zu geben, noch um irgendwas anderes zu machen. Beginnt sie ihre Geschichte und starrt mit finsterer Miene an die Decke. Am 3. Tag spürte ich, dass wir irgendwo angelegt haben. Ich hatte mich mit Cho angefreundet und da ich noch ein Shirt darunter hatte, hatte ich ihr meine Bluse gegeben. Ich bin geblieben, um zu sehen, was sie mit Cho und mir machen wollen. Sie kamen runter und wie in einer Gameshow zogen sie Zettel. Erzählt sie ungewohnt ruhig und distanziert. Trafalgar schielt einen Moment zu ihr rüber. Er kann ihr den Hass und ihre Wut verstehen, welche sich in ihren Augen widerspiegeln. Er möchte auch nicht, dass sie diesem ekelhaften Gesindel vergibt, doch dieser Ausdruck gefällt ihm nicht. Sonst wirkt sie immer so unschuldig, dass man manchmal einfach nur den Kopf schütteln kann oder ihre Reinheit beschützen möchte. Jetzt wirkt sie verdorben. Verdorben von der Welt, von den Menschen, von ihrer Vergangenheit. Als könnte sie nie mehr glücklich sein oder lieben. Jetzt möchte er sie einfach in den Arm nehmen, ihr die schlechten Erinnerungen nehmen und sagen, dass alles wieder gut wird. Ihre Vergangenheit ist nicht nur traurig, sie ist düster, stockfinster. Er möchte nicht, dass sie ihn jemals so ansieht. Cho erklärte mir, dass so die Opfer gelost werden. Immer 5. Ich, Cho und Leute, die ich nicht kannte, wurden gezogen. Zufall? Sie lacht verbittert auf, bevor sie erneut die Decke hasserfüllt betrachtet. Wie sich später herausstellen wird, hat jede Nummer eine andere Bedeutung. Ich war Nummer 4. Mir wurden die Pulsadern ein kleines Stück aufgeschnitten und wieder zugenäht. Das ging 1 Monat lang so, bevor ich wieder in meine Zelle konnte. Erzählt sie ihm monoton, während sie über ihren Unterarm streicht, auf dem tatsächlich Narben zu erkennen sind. Lore dreht sich auf die Seite und betrachtet sie intensiver. Wir hatten das schon. Bei mir brauchst du nicht stark sein. Erinnert er sie, fast liebevoll. Aber wenn ich früher Schwäche gezeigt habe, hat man... Sie wendet sich hilfesuchend an ihren Kapitän und sucht verzweifelt nach Zuspruch.
Verstehend nickt er. Ohne darüber nachzudenken, zieht er die Kleine an seine Brust und streicht beruhigend über ihr Haar. Und wieder schlägt sein Herz schneller. Was habe ich dir zum Beruhigen geraten? Wortlos zieht sie sich etwas näher an ihn und aktiviert ihre Teufelskräfte. Helle Blitze zucken unruhig über ihre beiden Körper. Erdesicht. Ich weiß nicht wieso, aber diese eine Sache, wenn ich meine Blitze teile, sodass sie jemand anderes spüren kann, mache ich nur bei ihm. Er sieht immer als erstes, wenn mich etwas bedrückt und bemerkt auch als erstes irgendwelche Angewohnheiten von mir. Und manchmal ist er, so wie jetzt, total lieb zu mir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kralle mich etwas in den Stoff in seiner Brust. Ich stelle mich wie immer an die Gitterstäbe und rufe nach meiner Freundin. Ich verstecke meine blutigen Arme hinter meinem Rücken, um mir keine Sorgen zu bereiten und setze mein schönstes Lächeln auf. »Cho, was ist los?« flüsterte ich leise. Ich will nicht mehr. Ich will hier raus«, flüstert sie aufgebracht aus der Dunkelheit und tritt dann angestrengt an die Gitter. Mein Lächeln erstirbt und ich werfe mich aufgebracht an die kalten Stäbe, drücke mich ihr so weit es geht entgegen. Sie atmet schwer, ihre Beine zittern, als könnte sie ihr eigenes Gewicht nicht mehr halten, und ihre Stirn ist benetzt von Schweiß. Kurz vor mir bricht sie zusammen und ich kann von hier aus nichts machen. »Cho!« Aus Reflex verwandle ich mich vollkommen und husche in Blitzgestalt durch die Gitterstäbe. Ich nehme sie auf meine Arme und mustere sie nach Verletzungen. Sie scheint nur müde zu sein. Oder vielleicht ist sie krank? »Cho, pass auf. Wir machen Folgendes.« Ich atme tief ein. Die Nähe und sein Geruch machen mich total hibbelig. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Was ist denn auf einmal mit mir? Konzentrier dich! Ich umfasse den Stoff an meiner Hand stärker und atme erneut seinen Körperduft ein. Einerseits bin ich aufgedreht, andererseits beruhigt mich sein Geruch und seine Anwesenheit. Ich verstehe es nicht. Ich habe mit Hilfe meiner Kräfte den Schlüssel geklaut. Cho an meiner Hand haltend, schleichen wir den Gang entlang. Es ist dunkel und die anderen Gefangenen schlafen bereits. Ich sehe um die Ecke und erblicke die erste Tür. Leise schleichen wir weiter und nach dieser noch durch 4 weitere Türen. Psst, wir sind gleich draußen, halt dir durch, Cho, flüstere ich ihr zu. Sie sieht gequält zu mir auf, weswegen ich sie mit einer Handbewegung einlade, auf meinem Rücken zu klettern. Besorgt und geschockt muss ich feststellen, dass sie so gut wie nichts wiegt. Also gut, egal was ist, ich bring dich hier raus, sage ich leise und konzentriere mich auf meine Umgebung. Ich öffne die letzte Tür zum Deck und schleiche raus. Die Mannschaft sitzt schmatzend an einem Tisch und bemerkt uns nicht. Wut durchfährt mich, als ich sie grölen und lachen höre. Vorsichtig lasse ich Cho runter und deute ihr an, mich zu imitieren. Ich schleiche geduckt hinter Kisten herum. Kurz vor den Planken stehe ich auf und gehe etwas schneller, aber geduckt weiter. Plötzlich fällt Cho hin und ein lautes Klatschgeräusch gefolgt von Gerumpel ist zu hören. Geschockt halte ich inne, bevor ich mich schützend, die Arme von mir gestreckt, vor sie stelle. »Los, Plan B!« schreie ich. Sie richtet sich schnell auf und läuft über die Planken. Ich aktiviere meine Teufelskraft und halte die Piraten mit einer Starkstrommauer auf Abstand. »Keine Bewegung«, schreit plötzlich ein Mann. Ich beuge mich alarmiert über die Reling und erblicke Cho in den Drecksfingern dieses Kerls. »Lass sie los«, fordere ich aufgebracht und meine Blitze werden dunkler. »Du bist also Teufelskraftnutzerin. Interessant. So jemand muss viel wert sein. Ich weiß auch schon, wer dich kaufen würde. Leg dir die Seesteinhandschellen an und ich lass sie laufen«, fordert der Kapitän der Piraten. Ich sehe zur Seite zu dem Mann, welcher mir die Handfesseln über den Boden zukommen lässt. Verzweifelt und wütend werden meine Blitze noch ein wenig dunkler, bevor ich die Handschellen mit einem Tuch aufhebe. »Zuerst sie«, fordere ich gedeizt. Der Kapitän nickt dem Mann zu und die Kleine läuft weinend Richtung Stadt. Wie abgemacht lege ich zögerlich die Fesseln um. Wie dumm. Sofort werde ich wackelig auf den Beinen und stürze geschwächt zu Boden. Etwas erleichtert, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen worden, atme ich aus und drücke mich von Law, um ihn anzusehen. Ist das hier Kuscheln? Ich habe ihn nicht als einen Kuscheltyp eingeschätzt. Das erinnert mich an die Schneeballschlacht. Ich muss bei dem Gedanken an sein panisches Herumgefuchtel kichern. Fragend sieht er mich an, verständlich. Das, was ich gerade erzählt habe, ist wohl kaum zum Lachen. Mir ist ein blödes Rumgefuchtel von der Winterinsel eingefallen. Lache ich, worauf er mich böse anfunkelt. Aber es tut mir leid, dass ich dich bloßgestellt habe, füge ich liebevoll hinzu. Überrascht sieht er zu mir runter. Ich habe nur noch nie Schnee gesehen. Kurz sieht er erstaunt aus, dann verständnisvoll. Verstehe, sagt er mehr zu sich selbst und verdreht mit einem wissenden Grinsen die Augen. Ich nicke leicht. Ich sehe zu ihm hoch und bleibe mit meinem Blick an seiner Mütze hängen. Die trägt er immer, bei jedem Wetter,
Unschlüssig ziehe ich ihm einfach seine Mütze vom Kopf und musterte ihn. Seine schwarzen Haare sind etwas länger und stehen wirr in alle Richtungen ab. Typischer Schlafzimmerlook eben. Ohne Mütze ist er noch viel niedlicher. Mit offenem Mund starrte ich ihn an und ich spürte eine leichte Wärme in meinen Wangen glühen. Was ist? Reißt er mich zurück in die Gegenwart. Erst jetzt wird mir mein Gestarre und die Aktion so richtig bewusst und die Hitze schießt mir in meinen Kopf. Ich stoße mich verlegen von ihm und sehe zur Seite. Ohne Mütze siehst du besser aus. Oh, scheiße, wieso habe ich das gesagt? Halt einfach die Klappe. Ohrfeige ich mich gedanklich selbst. Eine für mich unangenehme Stille tritt ein, weswegen mir die Sache noch peinlicher wird und ich noch roter werde, falls es überhaupt möglich ist. Schnell ziehe ich seine Mütze an und verdecke damit mein Gesicht. Ich spüre, wie er sich über mich beugt, weswegen ich die Mütze hochschiebe, um zu sehen, was er macht. Kurz darauf spüre ich seine Lippen auf meiner Wange, bevor er mir die Mütze abnimmt und geht. Fassungslos starre ich mit weit aufgerissenen Augen auf den Platz, wo noch vor kurzem Law lag. Mit einem Kissen meiner Röte verdeckend, liege ich in meinem Bett. Das hat noch nie jemand gemacht. Vorsichtig gleitet meine Hand über die geküsste Stelle. Er war so zärtlich und liebevoll. Kann er nicht immer so sein? Verträumt presse ich mein Kissen noch etwas weiter an mich, sodass einige Federn an der Seite herausgleiten und elegant um mich herum zum Liegen kommen.